3 Gegentore in einem Spiel, das ist einfach zu viel und das wissen wir alle und das müssen wir besser machen. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Ja, hallo, ein herzliches Willkommen zu unserem Feiertagsmagazin. Das nächste Heimspiel steht auf dem Programm. Es geht gegen Augsburg und heute haben wir zu Gast einen unserer Abwehrrecken, über den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Manuel Akanji. Hallo, Manuel. Hi Nobby. Ja, wenn wir ehrlich sind, so die letzte Woche insgesamt war so ein bisschen zum Vergessen. Ein Punkt haben wir nur geholt. Wie intensiv ist denn die Analyse der Partien bei euch ausgefallen? Ja, natürlich sehr intensiv, weil wir wissen, dass wir was ändern müssen. Ein Punkt aus 3 Spielen, das ist klar zu wenig für uns. Wir wissen, dass wir das viel besser können und viel besser machen müssen. Und ja, jetzt haben wir uns die Bilder natürlich klar angeschaut von all den Spielen und müssen uns dringende Steigerung zeigen im nächsten Spiel jetzt gegen Augsburg. Jetzt ist natürlich so, dass nicht alles schlecht war bei den 3 Spielen. Das wollen wir natürlich so auch nicht sagen. Es war nur halt auffällig, dass es immer 2 unterschiedliche Halbzeiten gab. Das ist sicherlich den Zuschauern allen aufgefallen. Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Ja, das stimmt wirklich. Es war nicht alles schlecht. Also ich glaube, in allen 3 Spielen hatten wir die Möglichkeit, das Spiel für uns zu entscheiden. Sei es gegen Mainz in der ersten Halbzeit gewesen, wo wir 4 bis 5 klare Torschancen gehabt haben und kein Tor daraus gemacht haben. Und dann gegen Leverkusen nach dem Ausgleich hatten wir auch noch viele Chancen, das 2 und das 3-1 zu schießen, haben es dann nicht genutzt. Und dann haben wir dann auf der Gegenseite das Tor gekriegt, aus ihrer größten Chance, glaube ich, dann in der zweiten Halbzeit. Und gegen Gladbach genauso, nachdem wir das 1-1 geschossen haben, haben wir eine super Leistung gezeigt. Und dann das 2-2 hat das Spiel dann wieder ein bisschen verändert. Und dann nach der Halbzeit war aber auch noch alles offen. Und dann, ja, irgendwie nach dem 3-2 war es uns dann schwer gefallen, nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Vielleicht ist gut, dass jetzt ein Heimspiel wieder an der Reihe ist, dass man sich wieder das nötige Selbstvertrauen holt. Ja, natürlich. Mit den Fans wäre es noch umso besser, aber die kommen hoffentlich bald wieder. Also ich bin hier oben im schönsten Glasstudio der Welt und also ich gebe alles. Ne? Vielleicht okay, hörst du mich, aber ich glaube, die Scheiben sind zu, es ist zu kalt. Ja, morgen geht es gegen den FC Augsburg, das habe ich ja eben schon erwähnt. Und wenn wir so ein bisschen zurückblicken auf die Duelle vom letzten Jahr, dann war es auf jeden Fall immer so, dass viele Tore gefallen sind. Ja, Manuel, da gibt es ja 2 Denkschulen. Der eine hat gerne ein 1:0, würde ich mal sagen, so Roman Bürki, das wäre ihm lieber. Der andere hat lieber ein 5:4 oder ein 5:3. Wie ist es bei dir? Ja, natürlich habe ich auch lieber das 1:0 als Verteidiger. Es ist super, also vor allem für die Verteidigung, aber auch für die gesamte Mannschaftsleistung, wenn wir den 0 hinten halten können. Das zeigt, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben defensiv. Mhm. Es ist natürlich auch gut, wenn wir 5 Tore vorne schießen können, aber ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfacher ein Spiel 1:0 gewinnen wie 5:4. Und ja, also ich nehme das 1:0.
Morgen ist es wirklich ganz egal, wie oft ihr trefft. Ihr müsst nur einmal mehr treffen wie der FC Augsburg. Was wird deiner Meinung nach der Schlüssel sein, um 3 Punkte hier zu behalten? Ja, ich glaube, alle, die hier bei uns in der Mannschaft sind, wissen, wie Augsburg spielt. Sie sind eine sehr zweikampfstarke Mannschaft, die gut bei stehenden Bällen sind. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt in der Vergangenheit. Sie gehen sehr hart in die Duelle und da müssen wir dagegenhalten. Das wissen wir auch, dass wir das können. Wir haben es leider auswärts jetzt nicht so oft zeigen können gegen sie, aber ich glaube, zu Hause haben wir trotzdem immer die Spiele für uns entscheiden können und das wollen wir auch dieses Jahr wieder machen, dass wir von Anfang an bereit sind und natürlich auch mal über einen längeren Zeitraum unsere Leistung auf einem guten Level halten und nicht nur für 30, 35 Minuten, wie wir das vielleicht in den letzten paar Spielen gemacht haben. Mach das bitte. Fällt mir dann auch ein bisschen leichter im Netradio, die Spiele zu kommentieren. Uns auch. Ja, seit ziemlich genau einem Jahr ist Erling Haaland hier bei uns, bei Borussia Dortmund. Wir haben es ja eben bei seinem Debüt gesehen, wie er dazugeschlagen hat. Jetzt trainiert ihr jeden Tag zusammen. Mal eine ernste Frage, wie ist das denn so gegen Erling zu spielen, gegen so einen Top-Stürmer? Ist der eigentlich immer so gallig, auch beim Training? Ja, er will immer Tore schießen. Also heute haben wir gerade wieder eine Übung gemacht und dann ging es darum, welche Mannschaft dann gewinnen wird und er hat dann am Schluss konnte er noch das entscheidende Tor schießen für seine Mannschaft und hat unglaublich gejubelt. Es war zwar ohne Gegenspieler, es ging darum um die Spielauslösung und all das, aber er konnte dann das entscheidende Tor schießen und auch dann er will unbedingt jedes Tor machen, sei es im Training oder auf dem Spielfeld und ich glaube, das ist auch was ihn ausmacht, dass er so abgebrüht ist vor dem Tor und immer noch ein Tor mehr schießen will. Das kann man gesunden Ehrgeiz nennen, oder? Genau, das ist was wir brauchen, das ist sehr gut. Großes Thema waren zuletzt die Standardsituationen und du hast ja diese Saison schon zweimal nach einer Standardsituation getroffen, aber hinten kriegen wir irgendwie dann zu viele Treffer rein. Was macht es eigentlich grundsätzlich so schwierig, diese Situationen zu verteidigen? Ja, es ist unterschiedlich. Also ich glaube jetzt die Tore, die wir gegen zum Beispiel Gladbach gekriegt haben, waren 3 verschiedene Gegentore, die wir gekriegt haben. Also das eine war eine direkte Flanke, das zweite war ein Freistoß, der abgeprallt ist und niemand nachläuft beim Abpraller und der dritte war ein Eckball, wo die Zustimmung einfach irgendwie nicht gestimmt hat. Und wir haben das diese Woche auch nochmal angeguckt und werden es auch nochmal angucken vor dem Spiel, weil es natürlich eine Stärke ist, die Augsburg hat und die sie morgen wahrscheinlich auch in den Videoanalysen gesehen haben und sie ausnutzen wollen gegen uns und darauf müssen wir uns vorbereiten, genauso wie in jedem anderen Spiel und das ist eigentlich das Einfachste, um ein Tor zu schießen und diese Geschenke dürfen wir dem Gegner nicht geben und da müssen wir wieder besser zusammen als Einheit arbeiten und vielleicht auch mal, wenn einer den Mann verliert, dass man so den Mitspieler aushilft und einfach sich jeder für den anderen opfert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist, aber trotz alledem, irgendwie müssen wir es ja in den Griff kriegen, ne? Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Also ich sehe es auch selber, wenn ich als Offensivspieler da bin, also als Verteidiger kannst du einfach nur reagieren und hoffen, dass der Ball nicht perfekt kommt, weil manchmal ist es wirklich schwer, was zu machen, aber dann muss man halt versuchen, irgendwie noch den Gegner ein bisschen zu stören, dass er den nicht so direkt aufs Tor köpfen kann und ich glaube, das ist sehr oft möglich, aber ja, wie gesagt, wenn das mal einmal in 7 Spielen passiert, ich glaube, dann kann man es noch verkraften. Aber wie gesagt, wie zuletzt drei Gegentore in einem Spiel, das ist einfach zu viel und das wissen wir alle und das müssen wir besser machen. Bitte, bitte mach das. Jetzt kommt kein Standard, Manuel, jetzt kommt der Zweikampf und zwar der direkte Zweikampf. Manuel Akanji gegen Nobby Dickel. Vielleicht noch mal ein kurzer Rückblick. Letzte Woche hat Ovo hier mit Jude Bellingham gesessen, beziehungsweise via Video gesessen und es wurde nur ein Punkt gegeben und den hat Ovo geholt, weil Jude von Anfang an gespielt hat. Du darfst natürlich anfangen, du bist der Gast. Ich gehe da auf Risiko, ich setze auf mein 3. Saisontor. Sowas finde ich zum Beispiel cool. Also da drücke ich dir alle Daumen, wunderbar. Ja. Ich habe Vertrauen. Wenn du schon triffst, dann werden wir auch mit 4 BVB-Toren gewinnen. Mit mindestens 4 Toren, gut, gefällt mir. Ja, und dann nehme ich natürlich gerade noch BVB trifft per Kopf. Vielleicht bin es gerade ich, dann kann ich 2 in einem holen. Ja, dann
Ich setze auf dich. Ich glaube, dass du Zweikampfquote über 60% hast. Wenn du jetzt, also ich habe Vertrauen in dich. Danke, vielen Dank, das höre ich gerne. Und dann hoffe ich natürlich auch noch, dass wir als Mannschaft gut verteidigen und zu 0 spielen werden. Okay. Dann ich würde auch gerne den Heimsieg nehmen, aber das gehört dann auch dazu. Ja, gut, das ist ja dann. Ja. Okay, was nimmst du denn jetzt? Ich nehm die zu 0. Ja, okay, dann komme ich zu meinem dritten Tipp. Heimsieg wäre zu einfach, gibt es nur einen Punkt für. Ich glaube, wir werden mit einem direkten Freistoß ein Tor erzielen und ich werde mir den Dreier holen. Das werden wir sehen. Ich hoffe, wir holen uns den Dreier als Team und danach, wenn ich das auch noch gewinnen konnte, das wäre noch ein extra Punkt, der mir auch sehr gefallen würde. Da bin ich ja mal gespannt, was so alles passiert. Manu, jetzt kann ich als einen der größten NFL-Fans bei uns in der Truppe natürlich nicht gehen lassen, ohne dich zu fragen, was du glaubst, wer den Super Bowl am 7.2. gewinnt. Sind es die Tampa Bay Buccaneers oder Kansas City Chiefs? Erstgenannte, da spielt ja wohl der erfolgreichste Spieler aller Zeiten, Tom Brady. Ist das so? Ja. Ist er wahrscheinlich. Der Beste aller Zeiten, ja, kann man glaube ich sagen. Was glaubst du? Wer gewinnt? Ja, das ist das Ding. Man sagt, das ist ein Sprichwort, man sagt eigentlich, man wette nicht gegen Tom Brady, aber es fällt mir auch schwer. Ich glaube einfach, dass die Kansas City Chiefs das bessere Team sind. Und dass, wenn ihre Offensive ihr Spiel durchziehen kann, dass sie einfach unaufhaltsam sind. Und darum glaube ich, dass sie gewinnen werden. Aber mich wäre nicht überrascht, wenn es Tom Brady irgendwie wieder schafft, sein Team zum Titel zu führen. Weil sie haben auch eine sehr gute Mannschaft und das haben sie jetzt auch über die ganze Saison bewiesen. Schauen wir mal. Also wir drücken natürlich als erstes mal die Daumen für morgen. Hol die 3 Punkte. Das wäre schön für uns alle. Das war's heute. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das Spiel euch anschauen könnt oder anhören könnt, auf jeden Fall bei Sky und natürlich beim Netradio. Boris und ich werden hier sitzen und euch mit allen Informationen versorgen. Das war's. Vielen Dank hier aus dem schönsten Stadion der Welt, vom Nobby und natürlich von Manu. Danke. Danke dir, dass ihr hier sein konntet. Ciao, ciao.